Ja, hallo, da bin ich wieder, der Dramdeuter, mit dem Fass und dem Fassexperiment und dem Madeira, der nun seit geschlagenen 3,5 Monaten in dem Fass ist. Deutlich länger, als ich ursprünglich geplant hatte und auch deutlich länger, als ich gedacht hätte, dass es funktionieren würde. Und nun ist es mal wieder an der Zeit, den Madeira zu prüfen. Wie viel Holz hat er abbekommen? Ich mache das jetzt auch im Hinblick darauf, dass ich in der nächsten Woche nicht im Lande bin. Und ich möchte aber ungern den Whisky dann hineinfüllen, wenn ich nicht da bin. Also werden wir es so organisieren. Die Woche wird jetzt auch den Kohl nicht fett machen, würde ich denken, dass wir dann Anfang Mai den Wechsel vornehmen. Aber nichtsdestotrotz nochmal prüfen. Jetzt gucken wir mal, wie er sich entwickelt hat. Und ihr seht hier noch eine weitere Flasche stehen. Dazu kommen wir dann aber gleich. Also der Holzeinfluss, der ist jetzt ganz klar und deutlich da. Es ist aber so, dass diese Noten des Madeira, diese süß-saure Komponenten, die sind da. Man merkt aber deutlich jetzt so einen Eichenunterton, eine verstärkte Eichenaromatik, eine gewisse Würzigkeit und vielleicht ein bisschen, dass das Saure ein bisschen stärker geworden ist. Aber alles noch angenehm. Es riecht jetzt nicht irgendwie völlig nur nach Fass und Eiche und Holz. Ich probiere mal einen Schluck. Wie schon beim letzten Mal, dann am Ende kommen die Holznoten doch sehr stark raus. Und diese ganzen würzigen Noten sind auch stärker geworden. Ja, wird schon ordentlich holzig. Aber holzig in einer Art und Weise, die absolut okay ist. Also nicht holzig jetzt, wie gesagt, dass es ganz schlimm schmeckt. Der Deal ist jetzt, den Madeira lasse ich im Fass bis Anfang Mai. Und dann, glaube ich, ist es an der Zeit, den Glengarry einzufüllen. Und warum steht diese Flasche hier? Die steht hier, weil ich dachte, jetzt nur wieder den Madeira verkosten, ist ja irgendwie auch langweilig. Und ich habe tatsächlich einen Whisky, der einen Madeira-Finish hat. Und das ist der Kollege hier, ein Ardnamurchan Merkin. Ardnamurchan Merkin ist eine sehr, sehr junge Brennerei in den westlichen Highlands auf einer Halbinsel, die eben auch Ardnamurchan Merkin heißt. Die Brennerei produziert so seit 10 Jahren und ist gegründet worden von Personen, die, sage ich mal, ganz gut situiert sind und auch finanziell unabhängig, würde ich sagen. Also das ist so ein bisschen so eine Liebhabersache. Und also viele junge Brennereien versuchen ja den Zeitraum bis zum ersten Whisky zu überbrücken, indem sie Gin herstellen oder andere Dinge tun. Das hat Ardnamurchan Merkin alles nicht gemacht, weil man das jetzt auch rein vom Ertrag her nicht machen musste. Ardnamurchan Merkin liegt sehr weit vom Schuss, gehört geografiemäßig oder bereichsmäßig noch zu den Highlands. Man könnte aber fast schon Inseln sagen, weil es sehr weit westlich raus ist. Wenn ihr die Isle of Mull, wo Tobermory ist, einfach nach Norden hochgeht, dann kommt ihr ungefähr zu Ardnamurchan. Das ist eine interessante Gründungsgeschichte, weil die Brennerei, wie gesagt, sehr weit ab vom Schuss ist. Es ist auch eine Single-Track-Road, die dahin führt. Und deswegen war auch die Größe der Brennblasen sozusagen begrenzt, weil man wollte erst andere Brennblasen haben, größere, mit mehr Fassungsvermögen. Aber da haben die Transporteure gesagt, die kriegen wir nicht auf einen Lastwagen, der diese Straße fahren kann. Und deswegen mussten sie sich da ein bisschen zurücknehmen und haben jetzt nicht ganz so große Brennblasen, jetzt aber auch nicht ganz klein. Ja, warum haben die ihre Brennerei dahin gebaut? Relativ einfache Beantwortung. Einer der Gründer ist großer Grundbesitzer auf dieser Halbinsel. Ich weiß gar nicht, ob dem vielleicht auch die ganze Halbinsel irgendwie gehört. Und das hat ihm auch gepasst, hat man gesagt, das gehört mir alles, da kann ich dann eine Brennerei hinbauen. Da quatscht mir keiner dazwischen. Mit Ardnamurchan wird betrieben von Adelphi. Adelphi ist ja eigentlich sowas wie ein unabhängiger Abfüller. Der sitzt in Glasgow. Die Brennerei ist sehr darauf bedacht, möglichst nachhaltig zu produzieren, also auch die Energiegewinnung, und das ist alles auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Und was ganz witzig ist, auch das ist etwas, was jüngere Brennereien gerne machen. Jede Flasche hat einen QR-Code, den ihr hier seht.
Da könnt ihr dann den QR-Code aufrufen mit dem Handy oder ich habe es mit dem iPad hier gemacht und dann mal gucken, was da so steht. Und dann könnt ihr eben die Seite öffnen und da gibt es Informationen zur Flasche. In dem Fall ist das die 779. Flasche von 5781, die abgefüllt wurden. Das ist eine Bourbonfassreifung für knapp 5 Jahre, so sind jedenfalls meine Informationen. Und dann gab es ein 14-monatiges Finish in einem Madeira-Fass. Und dann hat man hier verschiedene Möglichkeiten. Man hat hier auch Tasting Notes, die müssen uns jetzt nicht so interessieren. Aber hier wird euch klar erklärt, welche Gerste benutzt wurde, wie gemeischt wurde, wie die Fermentation aussah, wie die Destillation vonstatten ging, wie die Reifung in den Fässern vonstatten geht. Also das macht Ardnam American schon wirklich ganz cool und eine gute Idee. Würde mich freuen, wenn viele, viele andere Destillerien das auch machen würden. So, nun wollen wir den aber auch verkosten. Vielleicht wichtig noch, der hat 58,2%, ist also eine Fassstärke, also schon eine kräftige Fassstärke. Ist komplett nicht rauchiges Malz, also Ardnam American benutzt nicht rauchiges Malz, leicht getorftes und sehr stark rauchiges Malz, also sie sind da sehr flexibel unterwegs. Was Ardnam American immer versucht, ist so ein bisschen so ein Stil zu haben, der so ein bisschen diese Küstennähe betont, also so einen maritimen Stil, einen kräftigeren Stil, schon Highlands. Ich hatte schon ein paar Ardnam Americans, fand ich alle sehr gut. Die sind natürlich meistens nicht ganz so alt, so lange produzieren sie dann auch noch nicht. Ich glaube, die ersten 10-Jährigen haben sie jetzt gerade gemacht. Ich hatte 2 andere vorher, das waren reine Bourbonfassreifung, also keine Finishes. Dann hatte ich einen Sherry Cask Release, großartig. Und der, seht ihr ja, habe ich auch schon ein bisschen getrunken. Ist aber schon eine Weile her, also insofern ein bisschen neu ist es schon. Aber der hat eben auch schon Luft bekommen in der Flasche und jetzt hier ist er auch schon eine Weile eingegossen. Ja, also das hier eine andere Hausnummer. Der ist sehr süß, ist wahnsinnig fruchtig. Orange, Erdbeeren, obwohl sehr reife Erdbeeren. Vielleicht auch sowas wie Himbeeren. Also wahnsinnig fruchtig, wirklich erstaunlich. Wer also fruchtige Whiskys mag, der ist hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Ja, ja, setzt sich im Mund recht stark fort. Diese Orangennote ist dann weg, dann wird es sehr viel mehr Beeren. Vielleicht auch ein bisschen Trauben, alles sehr kräftig, fruchtig. Und so Tabaknoten hat er auch, finde ich. Pfeifentabak, süßer Pfeifentabak oder süßlicher Pfeifentabak gibt es ja. Weiß ich nicht, ob ihr das kennt. Ich bin kein Raucher, auch kein Pfeifenraucher. Insofern kenne ich mich da nicht so wahnsinnig gut aus. Aber mein Vater hat eine Zeit lang Pfeife geraucht und hatte dann auch verschiedene Arten von Pfeifentabak. Und da waren auch so süßliche dabei. Und das ist so ein bisschen das, was jetzt so reingeht in den Mund. Abgang ist nicht so lang, wie man ihn erwarten würde. Also den finde ich eigentlich den schwächsten Part bei dem. Und was mir jetzt auffällt, ist, die Madeira-Fässer überlagern den Hausstil von Ardnam American schon recht stark. Also wenn jemand sagt, ich hätte gern einen Whisky, der aber den Hausstil auch noch transportiert, da ist der hier so, sitzt da so ein bisschen zwischen den Stühlen. So ein bisschen kommt der noch raus hinten und im Mund, in der Nase gar nicht, finde ich. Hier ist das fast schon sehr dominant. Also das waren schon gute Fässer offensichtlich, gute Madeira-Fässer, die da benutzt worden sind, die da in 14 Monaten ordentlich in dem Destillat ihre Spuren hinterlassen haben. Ardnam American färbt nicht und kühl filtriert ist der auch nicht. Also das ist dann schon hier eine recht amtliche Farbe, auch nach 6 Jahren. Also ein Madeira-Whisky, der so ein bisschen in die Richtung geht, wie wir das hier vielleicht nachher erleben werden, wenn wir dann den Madeira rausnehmen und den Glengarry reinpacken. Der Glengarry ist ja auch ein Highland Whisky, der hat jetzt nicht so den Anspruch, ein Küstenwhisky zu sein, aber er ist auch recht kräftig, ein bisschen würziger unterwegs. Also der Stil ist auch Highland-mäßig eher bei Glengarry und wie gesagt, wenn dann hier sowas passieren würde, wäre das schon ganz cool. Es wird interessant sein zu sehen,
wie lange denn der Whisky in den Fässern bleibt, denn der Madeira ist ja schon sehr viel länger drin, als ich erwartet habe. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich finde es toll, dass ihr so lange zugesehen habt. Ardent American kann ich auch immer empfehlen. Also wenn man Bock hat auf einen Whisky, der cool ist, da kann man, ich habe da noch keine Auswahl bei Ardent American, also empfehle ich jetzt mal so in Bausch und Bogen. Und ich entschwinde jetzt erstmal für eine Woche in den Urlaub, aber ich komme dann auch wieder und wenn ich dann wiederkomme, dann geht es weiter mit dem Fassprojekt 2026. Danke, dass ihr dabei wart. Lasst ein Like da. Das würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.